Bei der Entwicklung des neuen Gerätedesigns waren die Vereinfachung bzw. Verbesserung der Herstellung, Montage und Servicierbarkeit genauso wichtig wie die Qualität und die Nachhaltigkeit der zukünftigen Schweißgeräte. Ganz besonders stand aber auch die Interaktion Mensch und Maschine im Fokus, welche wir durch zahlreiche Details gut in das Designkonzept integrieren konnten. Das Ergebnis ist ein modularer Baukasten, welcher uns ermöglicht, rasch und flexibel auf zukünftige Anforderungen vom Markt reagieren zu können. Es begann mit einer Research-Phase, in der Recherche hinsichtlich Marktanforderungen, Analyse von Trends, Evaluieren von Fertigungsverfahren und neuen Technologien betrieben wurde. In der Ideen- und Entwurfsphase wurden dann Entwürfe durch externe und interne Designteams erarbeitet und iterativ weiterentwickelt. Hier wurde mit der Erarbeitung einer modularen Tragstruktur ein wesentlicher Grundstein für das neue Gehäusedesign gelegt. Die zahlreichen Anfertigungen von Prototypen und Studien wurden in der abschließenden Entscheidungsphase geprüft und auf das Produktentwicklungsprojekt der Fortis-Serie übergeleitet. Eine der größten Veränderungen liegt mit Sicherheit in der optischen Darstellung. Hierbei wurde der Rotanteil im Vergleich zum Anthrazitanteil erhöht und auf die seitlichen Elemente der Geräte verlagert, was sie noch präsenter erscheinen lässt. Dennoch sind die neuen Geräte äußerst stabil und robust, was durch die Ausprägung einer umlaufenden Schulter betont wird. Aus Sicht der Schweißfachkraft konnten wir das neue Gerätedesign in puncto Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit aufwerten. Hier wurde viel Wert auf den Arbeitsplatz und dessen Anforderungen gelegt. Alle wesentlichen Bedienelemente für den Benutzer sind klar und verständlich und befinden sich im grauen Bereich der Schweißmaschine.